Gut, das ist quasi die Ankündigung dazu, ein paar Fakten dazu geschrieben, die wir auf der Konferenz-Webseite haben. Ich habe dann gestern, vorgestern Nacht die Vorbereitung gedacht, ich könnte aber noch nachgucken, was dieses Buch mit 7 Siegeln bedeutet. Ich habe dann also bei einem Vergleich raus mit etc. und christlich und so weiter, und wenn entsprechend mit 7 Siegeln erfüllt ist, dann führt es im Endeffekt, wenn man es Grundsatz ausführt, laut Wikipedia zur Apokalypse. Und da sind wir eigentlich genau bei dem Thema richtig. Weil Apokalypse heißt Auflösung unter anderem, das heißt natürlich, Auflösung heißt unter anderem natürlich verschwinden, aber auch natürlich die Rätsel auflösen etc. Ja gut, dann bereiten wir das jetzt mal bei. So, ganz kurz zu mir in voller Länge. Achtung, Ironie. Also, viele kennen mich vielleicht schon durch die 2 Bücher, jetzt heute vorgestellt, dann das 3. Buch, was dann letztendlich das Buch der Community werden kann. Ich engagiere mich schon seit relativ langer Zeit mit CMS-Daten etc. Habe dann nach einer längeren Pause den Contao in Stuttgart wieder aufleben lassen. Ja, vor ein paar Jahren wir ja Gruppen geführt oder initiiert hatte und sind mit dieser dann an den gegangen. Und ja, also wenn man Contao fühlt, mein Name ist so viel. Und dann gesagt, das Typische, was das Thema passt, ja, wir müssen draußen bleiben. Auch beim Netz rein. Und die Benutzerrechte falsch eingerichtet für dazu, ne? Müssen wir draußen bleiben. Und das wollen wir jetzt mal versuchen zu ändern. Okay, kurze Übersicht, Definition Benutzerrechte für Benutzer, die Benutzergruppen anlegen, Benutzer anlegen, klassische Fallstricke und ein paar Tipps dazu. Und dann habe ich im zweiten Teil im Prinzip noch ergänzende Erweiterungen, der die eine oder andere kennt vielleicht, die eine oder andere Erweiterung. Komme ich dann im Detail noch drauf. Unten steht noch RMS, das ist vielleicht noch ein spannender Teil. Da geht es dann zu der Thematik. Auch morgen noch einen tollen Vortrag von David, wo es im Prinzip um Rentefreigabe geht und Workflow-Management. Okay, kurz mal ein bisschen rumgefragt von ein paar Leuten. Typische Sachen gemacht ist mit den Benutzerrechten. Ich gebe den Kunden halt einfach Admin. Das ist die FDP 777, wer sich vielleicht erinnert aus dem Vortrag von mir und Peter Müller. 77 ist ein schöner Flieger, aber auch ein Server ist ein Abschluss. Ja? Der zweite Punkt, ja, ich lege die Webseiten von meinen Kunden selber. Trifft mir hier auch 90% zu. Ich sage es vorher. Wir können gerne eine Stunde tun, aber sie werden nicht trotzdem brauchen. Das trifft auf viele zu, da müssen wir auch in der Regel, also bei dem Fall sowieso, wenn ihr Admin seid, nicht wirklich viel machen. Spannend wird es natürlich immer dann, wenn ich sehr, sehr viele auch Redakteure oder entsprechende Benutzer habe. Das ist auch eine sehr spannende Sache. Ich erstelle einfach eine Benutzergruppe, nenne die Admin und dann hat der Kunde ist Admin. Auch sehr häufig verbreitet. Einer, der ganz schlau war, also erst war der Kunde sehr schlau, und er hat gesagt, ja, das Icon von Admin und Redakteur unterscheidet sich ja in der Farbe. Und da hat das Icon ausgetauscht und dann war alles Admin. Das erfährt man immer dann, wenn man Webseiten zu einer Redaktur und Pflege klickt. Das Agentur ist nicht mehr, also der Entwickler ist in Himalaya trecken gegangen seit 2 Jahren, 3 Jahre sind schlecht bezahlt. Also, das ist eine ganz geliebte Geschichte. Ja, das ist so das, was man auch zusammenfassen kann. Auch bei großen Projekten ist es halt eine Herausforderung und natürlich ein doch etwas ewiges Geklicke. Kommt bei den Tipps, komme ich noch auf 2, 3 Punkte zu sprechen. Und gucken wir uns das einfach mal an. Ein Punkt, den ich gleich noch ergänzen möchte, für alle, die mit Contao und den ganzen Gründen natürlich auch ihr Geld verdienen. Richtig konfigurieren ist mitunter ein nicht zu unterschätzender Punkt in der Angebotsauflistung. Ist zumindest zum Teil eigene Erfahrung und das, was ich von anderen Leuten zuzutragen bekomme. Ja, dann saß ich halt auch 4 Tage dran, um für die 14 unterschiedlichen Leute die Sachen einzurichten, mit Tests und allem. Das ist nämlich noch dagegen gesetzt, das sind nicht dann die verdeckten oder meistens nicht abdeckend machen kosten.
intern in der Firma geeinigt haben, wer was darf, wer welche Kompetenz hat, wie sie das dann ausgewürfelt haben, kann es auch durchaus sein, dass da mal viel Zeit ins Land geht. Also das sollte man wirklich nicht unterschätzen und wie gesagt, es ist in der Regel auch nichts, was ich so von vornherein unbedingt 1:1 kalkulieren kann. Ich kann zwar nach Empfehlung oder nach eigenen Erfahrungen gehen, was aber wirklich eben relevant ist, weil das mit regulierten Kunden besprochen werden muss. Das wäre für mich ein Teil eines agilen Projekts oder Angebots. Okay, gucken wir uns mal ganz kurz an. Ich muss jetzt nicht alles lesen, aber die wesentlichen Punkte, so wie es Contao auch definiert eben, ist, dass wir ein Grundinput haben, das wir die meisten auch kennen, und ist in dem Fall auch nichts Neues. Dass die letztendlich eben den Unterschied machen zu den Vollbenutzern, die eben nicht, wie eben der Name auch sagt, im Backend was machen dürfen. Und interessant ist eben dann das Thema des Benutzers. Das heißt, jeder Benutzer kann mehreren Benutzergruppen zugeordnet sein. Also es gibt eine Installation, da gibt es durchaus 30, 40 Benutzergruppen, die einem Benutzer zugeordnet sind. Und der andere hat nur 5. Warum das so ist, sage ich nicht gleich. Warum das einfacher ist, als alles in ein oder in 2 Benutzergruppen zu packen, gucken wir uns an. Wichtig ist, man lernt das Ganze und die Zugriffsrechte, und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, 20 oder mehr Benutzergruppen da einzurichten, ist, dass diese Benutzerrechte additiv wirken. Und dann wird es vielleicht schwierig, wenn ihr da mal was eingerichtet habt und es läuft gut und jetzt kommt jemand Neues in die Firma dazu. Und der braucht aber das Gleiche, darf aber das nicht. Jetzt müssen wir natürlich anhand dieser einen Konfiguration gucken, wo muss ich welche Checkbox weglassen oder deaktivieren. Da kann ich eben nicht sagen, bei der zweiten Benutzergruppe nehme ich das gleiche der ersten und dann kann man den Haken nicht bei der beiden zusammenmischen. Also es wird immer eben additiv gearbeitet. Ich kann es so nicht ausschließen. Was erstmal beruhigend ist, aber auch nur kurzfristig, erstmal kann der Benutzer wieder gegen anlegen gar nichts. Er ist dann schon mal da, aber er kann nichts. Also der Benutzer kann erst etwas, wenn er Benutzergruppen zugeordnet ist, dann kann er erst im Backend wüten. Das ist für euch auch nicht, glaube ich, weiter eingehend klar, wo sich das Ganze befindet. Ich will jetzt kurz von der Standardkoordination mal hier kurz die Dinge durchgehen. Ist das allen bekannt? Das ist für jemanden noch ganz neu. Weil dann kann ich also wir haben im Prinzip Titel erlaubte Module. Wir haben entsprechend Page-Counts, File-Mounts etc. Dann die ganzen Rechte, Kalender und so weiter und so fort. So, jetzt ist nochmal ganz nett, hier sind dann nämlich diese erlaubten Felder und das ist ja das, wer damit sich schon beschäftigt hat, wo man dann die Tage verbringt. Ja. Give me a checkbox more or less. Das ist jetzt zusammengeklappt, da hat es eben erstmal nicht diesen Schrecken. Ich habe hier als das ist die linke Spalte im Backend, Core-Installation. Das sind die Core-Elemente nur aufgeklappt. Das stelle ich gegenüber 6 Stunden Aufwand für Konfiguration, kann jemand schnell nachvollziehen. Wenn ich nur schreibe, das mache ich, also das müssen wir noch klicken. So wird es schneller transparent. Und möglichst auf A4 ausdrucken und dann heute ist es mein, was Sie gerne hätten. Ja? Ach, das ist Text, das sieht man von hinten. Das ist Text, ja. Man kann, warte mal. Nee, kommt nicht drüber. So geht es aus, ein eigenes Gerät. Hier aus einer Null zurück. So, hier. Für die ganz fiese. Ja, also, wir ahnen es schon. So, ja. Ich denke immer, wenn man Pizza sowieso aufbauen will, das wird kleiner bestellen.
Aber gut. Deswegen nochmal hier zusammengeklappt. Ich zeige euch gleich ein Beispiel nochmal, wie man da nur einzelne Dinge aussehen. Was hier nochmal relevant ist, ist im Prinzip, dass wir, wird jeder vielleicht, oder einige von euch gehabt haben, das Problem, wenn ich sage, Benutzer oder auch selbst Mitglieder, ich muss mich mal drum kümmern. Ich richte eine Gruppe ein, habe mal ganz wenige Checkboxen gesetzt, mache Benutzer dazu, ordne die Benutzergruppe dem Benutzer zu. Achso, und jetzt sage ich, jetzt schalte ich um und gehe auf den Benutzer und logge mich damit ein. Und dann habe ich ihm gesagt, er darf den Titel ändern, er darf auch die News ändern und alles, was ihr zu sehen kriegt, ist die ganze Leiste mit den Editier-Icons, ist alles grau. Das ist eigentlich so die erste klassische Stolperfalle, die man hat, um dann mit den Benutzerrechten arbeiten. Weil in den Einstellungen selber unter den Standardzugriffsrechten wir hier dieses Ding einstellen müssen. Wir müssen hier eine Standardgruppe auswählen. Und ab dem Moment, wo wir hier eine Standardgruppe auswählen, also diese Benutzergruppe, die wir eben erstellt haben, die tauchen dann erst dann kann ich überhaupt als Mitglied dieser Benutzergruppe Redakteur Nachrichten überhaupt was ändern. Auch hier nochmal, wer Unix kennt oder FTP-Rechte, 777 und so weiter, ist quasi letztendlich die gleiche Matrix abgebildet. Und hier ist eben auch hinterlegt, was darf ich. Der Besitzer, seid im besten Fall ihr, dürft alles. Die Gruppen dürfen entsprechend nur einzelne Dinge, also Artikel löschen, Artikel ändern, bearbeiten, genau, auch bei der Seite. Auch da ist die Handhabung in der Praxis sehr unterschiedlich. Also es gibt Agenturen, die sagen, alles, also es ist ein Content-Management-System und der Kunde darf Content einfüllen. Er darf aber keine neuen Seiten anlegen, er sonst was nicht anlegen, er darf keine neuen Module, und das ist zu diskutieren, anlegen, weil das sind administrative Aufgaben. Da ist also nur die Frage, wie wichtig man den A für selber nimmt und zweitens, wie relevant das ist. Also, ich sage trotz allem, auch wenn man das einlegen kann, auch für den Kunden vorbereiten kann, der Kunde braucht eine Minimalschulung zu den Themen. Das ist nur Contentpflege, ist meine Meinung, weil es gibt viele Webseiten, die nach einem halben Jahr halt 7-mal H3 haben und keine H1. Und halt immer markiert, schönes Wetter in Orange, 17 Punkt. Das muss man eben eindämpfen bzw. eingrenzen. Und das kann man natürlich eben auch machen, indem man restriktiv vorgeht, eben zu sagen, ja, es gibt viele, oder immer wieder erlebt in den neuen Jahren, Contao und Typolite, dass sie gesagt haben, nee, wir haben jetzt unsere Menüpunkte umbenannt. Und dann haben sie gewundert, warum dann diese Seiten bei Google nicht mehr auftauchen. Das war hier noch, sie können es hier komfortabel im CMS ändern. Sie müssen aber manuell von Hand in eine Regelheit schreiben, damit das gefunden wird. Ach, alles kompliziert, machen Sie das doch lieber für uns. Oder andere, die sich durchbeißen. Also es gibt beides. Das ist immer so ein bisschen eine Sache, dass man einfach, glaube ich, im Dialog mit dem Kunden rausbringen muss, was besser passt. Es gibt welche, die sind natürlich auch dann nur als Kunden emsig hinterher. Und die auch dann sagen, nee, lassen Sie das mal begrenzt, weil ich erschrecke da nicht, weil ich dann links alles als Batterie habe. Dann habe ich nur 4 Punkte. Und wenn ich es brauche, schalte ich mir Stück für Stück frei. Da habe ich mit einigen, das läuft ganz gut. Und dann ist es eben nicht so dieses Wort wahnsinnig viel auf einmal. So, wir haben im Prinzip hier noch die Einstellung, die es eben auch noch hier gibt, dass wir also sagen, wir können bei den Benutzergruppen, das ist jetzt quasi das Screenshot aus der Definition eines Benutzers, wir können ihm sagen, für was wird er denn alles freigeschaltet. Ich habe jetzt hier auch mal nicht willkürlich, sondern absichtlich auch Fallstricke eingebaut. Wer von euch weiß, was in der Benutzergruppe Redakteur steckt? Nichts. Also es ist sinnvoll zu sagen, wenn ich diese Gruppe auch spezifiziere, noch länger beschreibe, dann fange ich mit Redakteuren Nachrichten an, da will ich zumindest mal mutmaßen, er darf nichts auf Nachrichten tun. Das ist dann eben spannend, wenn ich wesentlich mehr Benutzergruppen habe. Ja, wenn ich eine Vielzahl von Dingen geregelt werden müssen. Was hier unten steht, ist die Rechtevererbung. Wenn nur die Gruppenrechte vererben, dann ist das
trifft alles das zu, was ihr in der Benutzergruppe definiert habt. Wenn ich sage, die Benutzergruppen oder die Gruppenrechte erweitern, dann heißt es, die Standards, die gesetzt sind, und dann bekommt ihr die ganze Eingabemaske, diese 2 Kilometer, und könnt zusätzlich noch extra Checkboxen setzen. Das hat jetzt mir gerade jemand auf dem Treppenhaus gesagt, ja, ich habe gestern das Problem, der Redakteur darf gewisse Dinge, er soll auch eigene Google Maps anlegen dürfen, aber nur wenn er eine Google Map anlegt, kommt er nicht entsprechend auch auf das Google drauf. Dann kann man nicht hier über die Möglichkeit, Benutzerrechte erweitern und sagen, zu diesem einen Benutzer, der darf zusätzlich noch die Google Maps bearbeiten. Dann muss ich mir dafür nicht eine komplette Benutzergruppe anlegen. Und wenn ich hier sage, nur Benutzerrechte verwenden, dann kriegt ihr quasi die ganze Konfigurationsbatterie in nicht eingeklickt und könnt alles von Hand anklicken. Da muss man den Kunden dann sehr lieben oder ein Budget haben, und das für jeden nochmal extra macht. Also da wäre ich vorsichtig. So, ein Punkt, den ich immer ganz interessant finde, eben sich nochmal zu fragen mit den Benutzern. Man denkt immer, man klickt mal schnell zusammen. Wenn es größer ist, wenn es komplexer ist, dann muss man da schon auch gut Hirnschmalz reinstecken, auch am besten immer, ich mache gerne auf dem Papier, meine Matrix, darf nicht und so weiter. Also arbeitet man in der Regel nie auf die Person bezogen, sondern immer nach Kriterien, zum Beispiel nach einer Funktion. Also Benutzergruppe darf News verwalten. Benutzergruppe darf zum Beispiel, wir können 3 Benutzergruppen anlegen. Das eine ist hochladen in die Datei rein, das andere ist verändern und das dritte wäre löschen. Dann ist es 3-mal geteilt. Dann kann ich diese 3 einzelnen Benutzergruppen einzelnen Benutzern zuordnen und muss nicht dann die Fallunterscheidung machen in einem gesamten Profil, sondern dann sage ich im Prinzip nur, die Benutzergruppe heißt speichern, die heißt löschen und kann dadurch sehr viel feiner und auch relativ schnell zuweisen. Mal ein Beispiel definiert. Ich glaube, das eine und weniger kann mehr sein. Gut, das geht fast immer. Zunächst haben wir einmal die Funktion definiert, den Redakteur, also die eine Person als Backend-Benutzer machen darf. Zum Beispiel nur die Nachrichten, nur die Artikel, nur die Events. Dann heißt es im Prinzip der Benutzer, der die Benutzergruppe Nachrichten oder Redakteurnachrichten zugewiesen bekommt, soll in der Regel auf ein News-Archiv zugreifen dürfen, muss daher natürlich Nachrichten erstellen dürfen, also Inhalte erstellen dürfen. Und im besten Fall gibt es auch eine Dateiverwaltung, dass eben das Ganze ein bisschen rund wird, die News, und dass es eben möglich ist, ein PDF anzuhängen. Auch Bilder zum Beispiel. Also was immer spannend ist, und das trifft, das habe ich glaube ich mal in einem Buch drin, das habe ich auch noch in einem anderen Vortrag drin, die Bezeichnung von solchen Sachen, die geht, wenn ihr arbeitet, in der Regel irgendwie relativ schnell. Aber wenn man sich da so ein Muster angewöhnt, wo man sagt, ich bin nicht mal nicht kreativ, sondern wirklich buchhalterisch, tiefig, man lernt sich selber, wenn man das Zeug ja viel schneller findet. Also erlebt man immer wieder, wenn man auch dann irgendwie Webseiten zu Pflege bekommt, sage ich mal. Und das heißt, Navi 1, Navi 2, Navi T1, Navi T2, Navi T3, Navi T4. Und aus Erfahrung sage ich, jetzt gucke ich mal, wenn ich mir völlig Handy geben kann, nochmal 14 Templates rein, 47 mal FFH, gute Nacht. Also, macht das im Prinzip so, deswegen hier Redakteur, dann ist eindeutig, eine Benutzergruppe ist für Redakteure, ich kann auch Benutzergruppen für Admins anlegen, die eben dann vieles dürfen, aber auch nicht alles, aber eben auf diese Dinge zugreifen, auch das diese nicht machen. Man kann aber auch sagen, das ist nicht Redakteur, sondern wir können auch sagen, das ist hier Headquarter, ja, für die Chefs, das ist auch was zu bieten haben, wir immer als können wir unterteilen. Macht aber einfach Sinn, hängt eben wieder gesagt vom Kunden ab. Dann haben wir im Prinzip eben einen Hinweis auf die Nachrichten. Wir gehen jetzt hier quasi in die rechte Definition und sagen, was brauchen wir. Wir wollen jetzt eben nur die Möglichkeit geben, dass bei Nachrichten was verändert werden darf. Deswegen wird die Checkbox eben nur bei den Nachrichten hin. Und unten bei Systemen haben wir die Dateiverwaltung. Und dann kann es zugeordnet werden. So, im nächsten Schritt für die Nachrichtenrechte, da haben wir natürlich schon ein Archiv angelegt, haben wir eben, wählen wir aus, dieses Nachrichtenarchiv. Alles andere ist eben optional, möchte ich, dass wir eben die RSS-Feeds bearbeiten können oder das Archiv selber. Dann haben wir im Prinzip die Tabelle hier Content, die kann man im einfachsten Fall natürlich angeben und sagen alles oder auch einzelne Dinge abschalten.
Also ich sage, ich bringe ich damit in Verlegenheit. Ich zum Beispiel unterbinde ganz gerne HTML-Code, Listen, Tabellen auch in der Regel mache ich auch weg, hängt immer von der Installation ab. Das heißt, man kann es leider nicht nur sagen, es ist ein Rutsch für jedes gleich, also für jedes ähnlich. Weil ohne Content kann ich gar nichts einfügen. Und dann habe ich eben auch die Tabelle eben für die Nachrichten selber. Das heißt, wir haben einen Titel, wir haben einen Nachrichten-Alias. Das nur als Beispiel, was wir jetzt mal in im Forum hatten. Wurde auch in die Benutzergruppe eingerichtet und die Aliase wurden nicht freigeschaltet. Und das führt dann dazu, dass die Aliase nicht richtig generiert wurden. Da weiß ich aber nicht die Gesamtkonstellation, sodass ich da jetzt nicht sagen kann, prinzipiell freischalten oder nicht freischalten. Also aber das ist eine Sache, die eben auftaucht. Also zum Beispiel Teasertext etc. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, dass ich richte CSS oder irgendwas für die Sachen ein, die jetzt vom Design, vom Layout besprochen sind, aber ich baue nicht alle Inhaltselemente in CSS hübsch. Und dann gibt es halt den Kunden, die neugierig sind, ist auch okay und sagen, neues Inhaltselement, wenn ich nicht verboten habe, und klicken das an und wundern sich, dass das irgendwie halt aussieht. Aber halt nicht Schnee. Aber das sage ich, ja, war ja nicht definiert, war nicht bestellt. Ausgehend, sieht aus wie abgeholt, wie bestellt. Also das heißt, da kann man natürlich schon ein paar Dinge gucken. Wenn es eine Sache, was uninteressant ist, dann betrifft es nicht nur die News, aber zum Beispiel die CSS-Klasse. Wenn ich eben zum Teil mit einem Bringt-System arbeite, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ich da die Möglichkeit lasse. Das heißt, man regelt immer eine Schulung. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber ein nicht ganz extrem affine Webpersonen tun sich den weglassen und den merken, dann das einfügen und dann bei der nächsten dann wieder ein Tier einbauen müssen, damit es wieder hübsch auseinanderfloatet. Aber da macht es eben Sinn, zum Beispiel eben solche Sachen auszuschalten. Es gibt immer Dinge, die mir auch nicht nur erst seit dem Vorbereiten für die Vorbereitung aufgefallen sind. Es ist so oft, dass ihr, wenn ihr Sachen wegschaltet im Contao, dass sie zum Teil eben ausgebaut sind, aber noch angezeigt werden. Finde ich einerseits gut, weil man eine Idee davon bekommt, was eigentlich geht und gehen müsste. Kann aber dann auch dauern und für wie ist das tut. Kaputt. Stau. Keine Ahnung. Also, da muss man eben entsprechend das ein bisschen zuordnen. Also Definition kann im Prinzip der Benutzergruppen ein oder mehrere Redakteuren zugewiesen werden. Eine Methode, die habe ich kennengelernt durch auch die Redakteursschulung und eine Installation bei Haus, für die ich Redakteursschulung mache. Die haben ein Riesenprojekt, ein Klinikprojekt mit, ich weiß nicht, mit vielen wichtigen Menschen. Und da war es eben auch so, dass ich gesagt habe, wir haben eine ganz andere Art, wie wir rangehen. Wir machen das eben nicht, sagen der Redakteur und die Gruppe und also schon natürlich nach Themen. Und die teilen es auch und sagen, wir haben auch Funktionsbereiche und eigentlich einen Inhaltsbereich. Das heißt, bei den Funktionen werden Rechte vergeben. Das heißt, wenn wir Artikel erstellen und ändern, da wird alles angeklickt, wo ich eben Rechte brauche, damit ich eben Sachen einpflegen kann. Und dann gibt es eben Bereiche, wo ich eben nur definiere. Es sind Unterseiten, es sind Hauptseiten. Es gibt dann zum Beispiel in solchen Installationen, die heißt einfach juristisches, also Interesse- und Datenschutz etc. dürfen nur andere Geschulte pflegen und dann kriegen die nur darauf die Zugriffsrechte. Man wird auch spätestens dann, wenn man sich mit Benutzergruppen und nicht beschäftigt hat, freuen, wenn man erst seit Contao 3 angefangen hat, also die Gunst des späten Einstiegs. Denn es rächt sich in der Regel, wenn ich mir bei der Ordnerstruktur in der Dateianweisung keine Gedanken vorher mache. Es rächt sich bei der 211 dahin gehen und mir dann 370 Ordner habt mit 15.000 Bildern und wir müssen die alle umbenennen und umfliegen. Und wir alles voneinander arbeiten. Also, da war der Wochenurlaub gefüllt. Und dann wird das schon 3, wo wir eben diese Datei datenbankbasierte Verwaltung haben wir Gott sei Dank das Problem nicht. Ich merke nur bei vielen Kunden, aber das ist entsprechend Wert. Schlauer ohne Ende. Es fängt an
und Image groß hinten, ING und klein. Verzeiht das System alles, aber es wäre besser und sinnvoller. Und das zeigt sich eben hier, wenn ich eben nicht sehr fein unterteile, wer noch aus 2.9 und so noch so dunkle Erinnerungen hat, oder die Möglichkeit hat, in dem Teil mal als Pop-up aufzuklicken und die Dateiverwaltung anzeigen zu lassen. Und dann kam diese kurze oder lange Liste mit allen Dateinamen, wo es noch keine Bildvorschau gab. Ja, und alle, die halt DSCN 3334, DSCN 3335, die waren etwas länger halt beschäftigt bei der Auswahl des Bildes. Deswegen sage ich, die Gunst des späten Einstiegs, das wird Ihnen erspart. Aber das zeigt sich ganz klar daran, dass ich Ihnen sagen kann, auch hier, meine Benutzergruppe für Nachrichten bekommt in der Dateiverwaltung nur auf den Ordner Nachrichten einen Zugriff. Und es ist so am Anfang natürlich viel, also gefühlt immer viel Arbeit. Aber eben sagen, ich habe eine Ordnerstruktur, die heißt eben Seite, dann Nachrichten und dann 2010, 11, 12, 14, viele Listen haben noch Monate. Das muss man abwägen, aber es lohnt sich. Also nicht nur für die Benutzerrechte, prinzipiell für den Durchblick. So, also jetzt haben wir nämlich die Möglichkeiten, dass wir eben sagen können, wir können noch weitere Benutzergruppen anlegen, nämlich nur für Uploads in die Dateiverwaltung, nur fürs Löschen in die Dateiverwaltung, anlegen für Nachrichten und Events, Löschen von Events, und das kann man natürlich für alle Inhaltselemente durchspielen. Man muss es immer wieder abwägen, es ist manchmal auch so, dass man sagt, ich mache das jetzt mal ordentlich, also aufwendig, und dann stellt sich raus, eine News pro Jahr. Ja, hat sich dann natürlich nicht gelohnt. Ne? So, hier nochmal zu dem Thema ständige Benutzergruppennamen. Wenn wir damit arbeiten, entsprechend vorstellen, zum Beispiel ist erstmal dreht es um die Funktion und dann was zum Beispiel Funktion Nachrichten. Die ganze Länge müssen wir heißen Redakteur, Funktion, Nachrichten, Bereich, Nachrichten, Artikel. Und bei Nachrichten, Artikel, also da wo die Bereiche sind, da definieren wir im Prinzip so die Page Modes, die File Modes, eventuell noch welche News und Event, RSS oder ITR oder Siegeln da, aber macht eben nichts mit Rechten. Steht eben beides im Backend, auch hier denkt an die Zielgruppe. Also nur Funktion x schreiben als Fn. Fn ist natürlich, fühlt man sich ja mathematisch, ne? Von der Funktion auf den Taschenrechner. Also, ja, wenn es nicht anders geht, aber in die Doku. Also das sind so Sachen, wenn es ein bisschen größer ist ein Projekt, dann mache ich im Prinzip eine Mini-Doku. Einer von euch, einer andere von euch kennt vielleicht die CSS von Christoph von VR Media. Genau, danke. Wo ich eben CSS anlege, ganz normal als Admin, und dann in dem CSS-Reader letztendlich diese Klassen oder auch IDs hinterlege, eine kurze Textbeschreibung dazu machen. Und neben dem Eingabefeld CSS-ID und CSS-Klasse habe ich dann den Style-Picker, kann draufklicken und kann dann sagen, als Redakteur, ich wähle das und das aus. Hat den Vorteil, ich muss mir eben nicht merken, dass es eben, was weiß ich, Class 24 Formular S7 heißt. Ja, ja, man ist zwar Experte, aber man schießt es nicht ans eigene Bein. Also deswegen mache ich im Prinzip eine Doku, was ich auch manchmal mache, ist eben eine versteckte Seite anlegen, mit einem sichtbaren Artikel, und da notiere ich einfach die wichtigsten Dinge, die für die Installation gelten. Ist manchmal für einen selber auch hilfreich. Und dann kann man das entsprechend auch ergänzen. Es gibt dafür auch Module, stelle ich jetzt zeitgleich, wer schon wieder auf das Himmel bei Lightning Talks, wo das diese Backend Remarks und in der ich quasi auf der linken Seite quasi ein Post bekomme. Ja, das sind noch so ein paar Sachen, die ich ganz mir ergeben habe aus dem Arbeiten mit Benutzergruppen. Am besten zwei Browser. Weil, weiß ich, also wer von euch vielleicht euch sicher habt, mir ging es dann so, dass ich dann einfach bei dem Passwort musste ich ja leider immer 8 Zeichen verwenden. Aber beim Benutzername habe ich versucht, mit 1 oder 2 Buchstaben auszukommen, weil ich ja ständig wechseln und mich einloggen muss und hier irgendwann quatschig. Also mittlerweile haben wir im Backend die Möglichkeit, dass wir eben auf das Icon ganz rechts klicken und dann direkt vom Admin in den Redakteur springen. Wir kommen natürlich nur wieder zurück.
Deswegen haben wir das immer zwei raus. Das heißt, zum einen habe ich die Benutzergruppe geöffnet, wo ich sie definiere. Und zum zweiten bin ich mit dem Benutzer eingeloggt im Backend und dann gucke ich eben kurz, sind diese Checkbox richtig gesetzt. Da komme ich dann ein paar Folien weiter auch nochmal gleich. Also wie gesagt, Ordnerstruktur wäre das zweite Thema, habe ich ja schon mal gesagt. Auch mit den File-Mounts dann eher auf die Funktionen definieren, anstatt auf Personen. Sinnvolle Bezeichnungen für Benutzergruppen. Ja, in der Regel nicht unbedingt Zugriff auf Templates geben, auf Module, also kann man machen, muss man aber nicht. Ja, und was ich nicht unwichtig finde, weil das dann sich dann in Agentur oder im Einzelkämpfer-Dasein durchaus als Position abzeichnen kann, wie komplex es ist dann. Und ich habe auch versucht, das dann erklärt kurz, dann heißt das ist ein extra Post. Wir können es alles später machen. Kann man den später verfeinern. Man sagt, wir machen nur einen Redakteur, es gibt 5 Leute in der Firma, nach Hierarchien. Und dann gibt es einen Redakteur, der eben News veröffentlichen darf. So, dann, das ist jetzt mein zweiter Part. Es gibt ein paar ganz spannende Erweiterungen noch, die vielleicht auch einige von euch kennen. Wer kennt diese noch? Gibt es nicht mehr, aber ja, die ist jetzt hier nicht im Raum. Aber sie stammt von Yannick. Und die macht was Tolles, das zeige ich in den nächsten 2 Folien. Und ich habe ihn gefragt, so sag mal, für die 3,5 wäre das vielleicht denkbar. Und dann kam die Charmante, also weil ich kenne, also ich meine, das ist ernst. Charmante sagt, wir haben mittlerweile keine Kunden mehr, für die wir Rechte konfiguriert sind. Wir machen alles die Agenturen, für die wir arbeiten. Also das Problem ist nur weitergegeben, nicht gelöst. Ne? Sagt ja, das war meine beste Erweiterung, die ich geschrieben habe, aber ich brauche sie nicht mehr. Wie er ja im Vortrag, ich weiß nicht, wer vorhin auch hier war, gesagt ja, bevor ich nachgucke, wie die Erweiterung das Ganze ist, dann schreibe ich mir schnell eine. Das freut alle die das auch nicht können. Also fängt an, das beim nächsten Mal vor langer Zeit, das war die Zeit von Contao 2.11, war meines Wissens neben der 2.9 eine der längsten Phasen von der Version, deswegen auch so eine wahnsinnige Erweiterung, deswegen sind man ja auch auf gut Deutsch bei vielen Sachen auf dem Sprung auf die 3 ganzen Welten auf die Fresse gefallen. Und musste eben von der 2 auf der 3 erstmal gucken, gibt es überhaupt einen Ersatz für irgendwelche Erweiterungen und wie schnell lassen die sich wieder konfigurieren und so weiter. Also, es sind tolle Erweiterungen von Yannick Hoffler. So, und die macht nichts anderes. Wenn die Arbeit installiert ist, dann ihr seid als Admin im Backend, macht es ein bisschen schmackhaft. Weil ich brauche Stimmen, wir brauchen 800 € für die 3.5. Das sind eine 4 Module. Ja, das ist ja kein Thema. Also, nicht wenn ich Geld verdiene. Naja, vielleicht schon. Sie macht Folgendes: Wenn ich hier oben Benutzergruppen definiert habe, kann ich hier oben in jeder Eingabeleiste im Backend die Benutzergruppe auswählen und bekomme zu jedem einzelnen Element eine Checkbox. Und dann sage ich, darf er nicht, darf er nicht, darf er. So, und danach gehe ich meine Benutzergruppenansicht nach überall genau Datencheckboxen, die genau das macht, was ich da will. Und das ist natürlich was, wenn man mal anders gelitten hat, dann weiß man das zu schätzen. Deswegen mit Chor und Chorflüsterer spielen, das wird nicht funktionieren. Aber wir können eben gucken, dass es eben für die 3, 5, die 4, dann es eben wieder gibt. Denn, ehrlich gesagt, also ich möchte lieber in Konzeption, in Struktur oder in Design mehr Geld mehr Zeit reinpulvern, als in die Dinge, die eigentlich letzten Endes ja. Hat er schon eine Zahl genannt? Ja, er hat mir gesagt, er wollte 700 oder 800 €, also ein Schweizer Tagessatz. Und dann können Sie ja das. Aber er hat gleich einen Nachsatz nachgeschoben, aber dann muss man es ja wieder für den nächsten anpassen. Ja gut, da muss man halt entsprechend das Bonbon auch wieder hochhängen, aber nein, aber das ist etwas, was ich da geliebt habe. Also wenn ich da einstellen, die Checkboxen hingesetzt, dann
das war halt wirklich auch wieder eben für Nicht-Programmierer was visuell. Und wenn ich das 20 Mal Installationen mache, dann habe ich den irgendwie so aus, okay, wenn ihr vielleicht ab und zu dann auch Datenbank-Backups macht und da läuft noch nicht ein neues MySQL, dann habt ihr immer noch diese alte Eingabe-Maske, die auch noch an den Docs drin steht. Ne? Alle Tabellenfelder auswählen und dann müssen so 1, die 3, die 4, dann die 1 und die 4 und die anderen 2 wegklicken, ne? Damit ich dann nach der Vorgabe das lerne, dann nutze ich dann. Was ich im Zuge des Ganzen und auch darüber nochmal nachgedacht habe, wäre natürlich schön, wenn wir eine Möglichkeit hätten, dass wir Benutzergruppen, also die man eigentlich immer braucht, man braucht ein paar, glaube ich, die immer gleich sind, wenn wir dafür auch so da oben einfach nur noch Export hätten. Und natürlich Import. Ich habe mir mal zum Test das schon gemacht. Ich habe eine Didaktik Vorinstallation. Ihr findet da meine Benutzergruppen, gehe in meine PHP Admin, hole dann die 2 Datenbankfelder, exportiere die, gehe in die nächste Installation rein, importiere die wieder und dann habe ich die Benutzergruppen dort. Natürlich File-Mounts und so was muss ich halt entsprechend neu setzen, aber die Basisdinge, die habe ich so. Und das ist für mich als Pixel-Schieber schon nicht mehr barrierefrei. Ich muss schon zu viel machen. Die Bunti. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das wäre ein Ziel. Also, wenn die einige heute da fühlt, sagen, finde ich gut, das Filmraum müssten wir boosten, dann werde ich das eben auf der Webseite dann auch nochmal verlinken, auch mit Janik nochmal darauf hinweisen. Das würde halt schon eine ganze Menge Zeit sparen und ich denke, das könnte man hinkriegen. So, jetzt ist ja nicht im Raum, deswegen muss ich die Frage offen lassen. So, das ist eine Erweiterung. Also, ich könnte bis auf 2 Sachen immer auch Terminal 42 dahinter schreiben. Der seit 2008 dabei ist, der hat nur noch beim ersten Kopf. Ja, da habe ich das schon vorbereitet. Ich glaube, das Laptop auch hat 120 Erweiterungen, die kein ER kann. CEXS gibt euch die Möglichkeit, das ist eine Kurzbeschreibung aus dem ER. Ist auch aufgetaucht schon drin. Die Erweiterung erlaubt es, euch Zugriff auf einzelne Inhaltselemente für jeden Benutzer oder die Benutzergruppe einzuschränken. Also ich möchte, dass eben eine Benutzergruppe Redakteure die Artikel einpflegen darf, wenn sie auf Inhaltselemente geht, kein YouTube-Video anlegen kann und keine Tabelle anlegen kann, dann kann ich eben das dort einschränken. Wiederum in der Eingabemaske für die Benutzergruppe ist es hier untergebracht. In der Rubrik erlaubte Module. Und jetzt muss ich kurz mal eins weiterklicken, damit ihr das seht. Also es geht hier oben hier weiter. Und wichtig ist, ohne die Installation CXS fangen die erlaubten Module an mit Backend-Module. Und wenn das nicht berücksichtigt, habe ich dann auch mal wieder beim Zusammenlegen, hatte ich mir da oben hier den Dinger weggeschlossen und habe ich gedacht, das geht ja gar nichts. Ja, das ist dann die typische Situation, wenn ich schnell mal Benutzerrechte einpflege. Also darauf eben gucken. Und jetzt kann ich eben sagen, ich kann hier eben sagen, die Textelemente, also im Prinzip das, was man eben kennt aus dem Dropdown, das kann ich im Prinzip hier anklicken. Es gibt, wer das früher genutzt hat, es gibt mittlerweile Änderungen, also mittlerweile ist es so, man soll diese Checkboxen aktivieren, deren Elemente man verwenden möchte. Vorher war das eben genau umgekehrt. Das hat eben dann zum Beispiel den Vorteil auch, dass ich manche Module oder Inhaltselemente nicht definiert habe, also in CSS definiert habe. Und um zu verhindern, dass jemand sagt, das habe ich jetzt mal trotzdem verwendet, kann ich es einschränken. Also oft einfach eine Sache für die Übersichtlichkeit. Und in der Kombination mit entsprechenden Benutzergruppen kann ich schon eine ganze Menge erreichen. So, das sieht man hier nochmal, Eingabemaske. Ne? Überschrift Text gibt es noch, Media-Elemente gibt es Bild und Galerie. Das ist dann was super ist in Kombination mit, also ich kann natürlich das über die Benutzerrechte mit Klicken auch erreichen. Wenn ich die Erweiterung verwende und sage, ich mache dann die Benutzergruppe für die Nachrichten. Und ich kann es dann Nachrichten so einschränken, weil ich sage, mehr brauchen wir nicht, oder mehr soll nicht verwendet werden dürfen, den ich hier vermutlich schneller anziehe. So, deswegen nochmal ganz kurz, hier sieht man CXS, ein Beispiel, Redakteursgruppe soll die Möglichkeit haben, Überschriften, Texte, Bilder
Galerien und Downloads. Links werden auch keine Akkorde zum Formular, dann werden entsprechend diese 5 hier freigeschaltet. Und ja. So, da gibt es eine andere Meinung, die dümpelt in einem Status im ER noch rum. Netterweise hat mir der Entwickler gestern per Skype geschrieben, er hat jetzt auch die Testschrift mit 3.5, also mit GitHub zu beziehen. Die macht im Vergleich zu vorigen Folgendes, also könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen, aber die macht im Prinzip Folgendes, dass ihr sagt, ihr könnt Inhaltselemente anhand Kopfzeile, Hauptspalte, Footer, Header, links und rechts noch einschränken. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, in der rechten Spalte darf niemals keinmal irgendwie jemand Akkorde einfügen können. So weiter. Man kann es auch durch ein entsprechendes Template noch anpassen. Aber und hier sieht man eben, wenn man das mit der klassischen Ansicht von 7 draufklickt, dann habe ich eben hier ein Element. Ich habe jetzt hier noch eine 3.2, also bei der 3.4 haben wir hier nochmal eine 1, nämlich für die Adaptive Images. Also auch das kriegen wir irgendwann mal voll bei. Und wenn man jetzt mal Easy Themes nimmt in der DOM-Ansicht, dann haben wir es eben hier unten mit drin stehen. Ich weiß nicht, Easy Themes sagt euch vielleicht auch was. Das ist nach der Konferenz mittlerweile die erste Erweiterung, die ich immer mit installiere, weil ich einfach mehr Klicks sparen will. Das lag mir in der Webseite vor, wo das nicht so ist, und ich immer versuche, das erstmal nachzuinstallieren aus dem Monat. Ja. Also so, das ist eben dann im Prinzip das, dass ich sagen kann, ich kann nur einen Layout-Bereich, wähle eben aus, Kopfzeile, Hauptspalte etc. und habe dann wieder meine Inhaltselemente und kann eben hier sagen, darf verwendet werden, darf nicht verwendet werden. Hier kann ich halt leider nicht sagen, also hier kann ich nicht definieren, ich hätte gerne 3-mal Definition für die Kopfzeile. Ja, also das heißt, ich habe jetzt hier immer nur einmal die Möglichkeit, das zu machen. Nee. Wir nehmen die klassischen Inhaltselemente. Aber das haben wir in der genau das. Ja, nee, also ich habe da gute Flurfunk gegeben, also. Ja, das war auch noch ganz interessant. Da hatte mir mal ein größeres Projekt gezeigt, als Entwickler einer großen Agentur, was sie da gemacht haben, wo sie eben Sachen ausschließen wollten und das eben mit dem Single Access und nur Benutzergruppen nicht funktioniert hat. Beziehungsweise, wie er sagte, bei Benutzergruppen dauert es einfach zu lange, bis wir das hinkriegen. Und da ging es dann wieder die Aussage von Jannik, ne? Ja, wir brauchen diese Kunden nicht mehr. Ja. So, das ist noch ein ganz Punkt, da gehe ich jetzt gar nicht in die Tiefe rein, weil aber wie gesagt auch im Internet, die hinterlegt sind, habe ich mal einen Blogpost geschrieben und andere. Teilnehmer ist eben auch was, das im Prinzip schon in das Thema Benutzer reinspielt, dass ich eben auch Redakteuren zum Beispiel eben nicht alles vielleicht erlaube. Wichtig, und das werden manche auch aus eigener Erkenntnis haben, am Anfang, also das erste Mal, wenn man jemand das Backend zeigt, die Konfiguration schon drin zu haben. Weil dieses Bedürfnis, da geht mehr, ich hätte gern mehr, das ist auf jeden Fall dann gesetzt. Ja, wenn ich Ihnen sage, das ist alles und wir schalten es jetzt ab. Das ist auch so eine diplomatische, weil du bist ja nur Redakteur. Das ist wiederum, was man dann mal bei Schulungen kriegt, dass eben die Geschäftsleitung sagt, ja, XY, die machen da vorne Orga und so, machen wir mal ein bisschen Webseite. Aber das ist halt auch richtig gemacht werden müssen, das ist, was es von anerkennen sollte und so weiter. Aber es ist zwei verschiedene. Also, RTE, Teilnehmer ist, auch wichtig ist ein Beitrag drin, es gibt eine nette Erweiterung hier, Teilnehmer ist Customizer vom Sie, die ist sehr umfangreich. Da könnt ihr nämlich auch in dieser Erweiterung einstellen, es soll für die Benutzer gelten, es soll für die Benutzergruppe so und so gelten. Und dann gilt eben für jede Benutzergruppe ein anderes Teilnehmer. Ihr müsst nicht in der BCA-Config rumfummeln. Das wäre die Schmalversion. Ja. Importieren wir alle Backend-User, wenn es kein Admin ist, weil wenn es Admin ist, macht das hier, und wenn es eben ein Benutzer ist, der
Benutzergruppe 1, also im I hinten nachgucken, dann lade ich mir die andere Config-Datei. So, wenn ich halt 20, 30 Varianten brauche, ist es halt etwas leichter. Die Datei, die meist Kasten machen, der liegt auch, der lässt sich über Composer installieren, der lässt sich auch manuell installieren. Da dran denken, da gibt es 3 Abhängigkeiten. Sonst tut er nicht. Und hier habe ich auch nochmal einen Blogpost, was ich auf die Art darstellt, aus dem ersten Buch. So, jetzt kommen wir zur Entschuldigung. Gilt das nach wie vor auch für die aktuelle Version des Teilnehmens? Also für die 3.2, ja. Also nicht die aktuelle, damit die Frage kann ich sie nicht beantworten. Ich habe momentan die 3.2 bei fast allen Sachen im Einsatz. Also man muss erst downgraden. Nee. Also da würde ich keinen Rückschritt machen. Ich würde einfach die DCA-Eintrag machen. Du meinst den Teilnehmer als Kasten machen? Oder DCA selber? Ja, ja. Doch. Mit der 3.2 habe ich das nachgestellt, ja. Und es gibt aber schon seit 2.11 oder 2.9. Aber da müssen wir nochmal gucken, weil auch der Wiki-Eintrag ist schon älter. Das ist immer gut, kann man nochmal im Hinterkopf behalten. So, dann gibt es hier noch eine Erweiterung. Ich weiß nicht, wer hat das schon gehört? So viele? Dann ist die Frage, wer setzt die ein? Eine Schwierigkeit, die man ist bei den ganzen Benutzerrechten, wir können das sehr fein Dinge tun, aber wir können halt doch immer noch nicht alles tun, was wir gerne wollen würden. Nämlich zum Beispiel, wenn ich eben Redakteure habe, die eben bestehende Artikel überarbeiten sollen, aber wenn sie auch speichern wollen, sind sie halt live. Und dafür gab es halt lange Zeit nichts. Ich kenne die Erweiterung vom Namen nach seit 3 Jahren. Man muss jetzt schmunzeln, weil wir jetzt die Konferenz in Buch haben. Es gibt hier unten am Bahnhof die Landeszentrale für Bibliothekswesen. Deren Webseite wurde mit Contao gemacht. Der Entwickler wohnt im Wendland, Sven Rino heißt er. Und er hat im Auftrag dafür, das waren die Anforderungen, diese Erweiterung geschrieben. Dieses Institut hat mich angefragt, ob ich eine Schulung machen würde. Dann habe ich gesagt, ja, wozu? Die Agentur von Joe. Wo ich sage, die sind 300 Meter von euch. Fragt doch die an. Also ich habe den Auftrag für die Schulung nicht bekommen, weil 140 € pro Redaktion, die wollen 14 Leute in einem Tag schulen. Aber daher kenne ich die. Und dann hat sich das entwickelt. Dann habe ich mit ihm halt mal Kontakt aufgenommen etc. Und damals gab es noch nicht in der Menge, das involviert David und mit seiner Erweiterung. Die habe ich jetzt 4 oder 5 Mal im Einsatz. Was ich eben hier machen kann, ich kann ein kleines Workflow-Management machen. Ich kann eben Redakteuren die Möglichkeit geben, dass sie Inhalte bearbeiten dürfen, dass sie auch neue Inhalte bearbeiten dürfen. Sie dürfen sie aber nicht veröffentlichen. Und wenn sie bestehende Inhalte verändern, dann wird davon eine Tablette quasi erstellt. Und erst wenn ein Freigaberedakteur das angeguckt hat und sagt, das ist für gut befunden, dann kann man freischalten. Und dann wird diese überarbeitete Version live geschaltet. Und damit haben wir eigentlich schon mal oft so diesen Gefühl, großen Brocken, was Kunden an Anforderungen haben, eigentlich damit auch erfüllt. Wahnsinnig viel Text, das ist Text, der bei der Erweiterung dabei steht, eine der wenigen Erweiterungen, wo man richtig 2 Seiten A4 ausdrucken kann. Finde ich nicht schlecht. Vielleicht ganz kurz ein paar Highlights. Also alle Redakteurszugang, die nicht als Superadmin oder Superredakteursgruppe zugewiesen wurde, können Veränderungen an den Inhalten vornehmen und wenn sie erlaubt ist, auch neue erstellen. Die werden aber nach dem Speichern eben nicht live gestellt, sondern stehen in der Freigabeliste. Und damit eben der Freigaberedakteur nicht bei jedem Speichern eine E-Mail kriegt, weil das wäre dann irgendwann das Spam-Ordner, hat der normale Redakteur die Möglichkeit, in der Bearbeiten-Ansicht Notizen zu hinterlassen und eine Checkbox zu setzen, Freigabe, Mitteilung stehen. Dann weiß nicht dann derjenige Freigaberedakteur, oh, ist wieder was zu tun. So, für den vielen Text brauchen wir bald mal Bilder. Kommen wir auch gleich. Momentan mit der 3.2 ist aktuell auf GitHub zu finden. Kann man schon relativ viele Dinge damit abfangen. Artikel, alle Inhaltselemente, Newsletter und ab der 3.2 auch die FAQ. Ich denke mal, zu 90% können wir mit Artikel, News und Events alles erschlagen, was wir eigentlich brauchen. Gut, das Schöne ist, das erste, was wir machen, und das System Einstellung, ganz unten sage ich natürlich in Abhängigkeit, was ihr alles sonst noch installiert habt.
Weil es gibt ja relativ viele Erweiterungen, die ganz unten auch noch was haben. Fresse zum Beispiel. So, wir haben im Prinzip hier eine Checkbox für Freigabemodus aktivieren. Ab dem Moment ist die Erweiterung mal scharf geschaltet und kann dann in weiteren Schritten konfiguriert werden. Falls ich das mal nicht brauche, dann mache ich die Checkbox weg. Dann ist das Ding nicht mehr aktiv, es geht aber nichts verloren. Also der Tabellenteil bleiben halt erstmal auch bestehen. So, dann gibt es eben die Zuweisung. Findet in Regeln den Root-Einstellungen statt, das heißt bei dem Nachrichtenarchiv eben im Nachrichtenarchiv selbst. Da kann ich quasi global sagen, in dem Bereich kann man die Freigabe nutzen. Und wir sehen das zum Beispiel jetzt hier bei den Freigabe-Einstellungen, bei News. Bereich Freigabeverwaltung aufnehmen und verantwortlich für die Freigabe, das ist jetzt eben ein Redakteur aus X, die ich anlege. Ja, also hier habe ich zum Beispiel meine Regel von vor 14 Folien nicht berücksichtigt. Wenn ich drüber schreibe, eine Freigabe, Gruppe, wie auch immer. So, dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass man eine Freigabe-Vorschauseite definiert. Das heißt, dann wird quasi der Unterschied oder das, was geändert wurde, wenn ich drauf klicke, wird eben im Frontend geladen, ich kann es mir angucken. Wenn man es nicht konfiguriert, kommt man im besten konfigurierten Fall wieder auf die Startseite. Also das ist bis dahin auch, glaube ich, gar nicht so weiter wild. Hier sieht man oben zum Beispiel, es gibt jetzt eben diesen neuen Bereich, Freigabe, Benachrichtigung. Die werde ich eben hinschreiben, nach Henne, ich habe Hunger, veröffentlicht vor 12, was auch immer. Die Verwendung mit Kundensachen Änderungsbescheid senden und in dem Moment geht es quasi als Nachricht eben an die Gruppe, die die Freigaben verwaltet. So, jetzt kann man hier unterschiedliche Szenarien abbilden. Ich gehe mal einfach auf die Bilder. So, wenn ich jetzt eben jemand bin, der die Aufgabe hat, die Freigaben zu verwalten, dann sehe ich eben hier, häufen sich dann eben die Einträge an. Ich sehe dann relativ einfach mal unbearbeitet, da ist noch nichts gemacht worden. Ich sehe, welcher Bereich das ist, im Artikelinhaltselement. Der Unterlegen wird automatisch generiert, wenn er nicht im Schritt vorher konfiguriert ist. Hilft uns hier wenig. Wir sehen aber eben auch so, aha, außer der Änderung ist Redakteur schaffwas.de und wir sehen auch den Unterschied, hier wurde im Inhalt verändert und hier steht auch unbearbeitet, dahinter steht was. In dem Fall habe ich einfach das Inhaltselement Text einfach dupliziert und eingefügt. Was eben jetzt spannend ist, ist, der Bleistift führt uns direkt in das Inhaltselement. Das hier kennen wir jetzt schon, wenn wir im Install-Tool sind. Template-Vergleich. Das ist auch das, was heute Morgen kam mit Keynote, was Sammy gemacht hat, mit dem Diff-Vergleich. Das haben wir auch drin, gucken wir uns gleich an. Rot ist da, ist löschen und der grüne Haken heißt gesehen, für gut gefunden und dann jetzt verantwortlich, es ist live. Das heißt, wenn ich eben jetzt hier was bearbeitet habe, ich habe dann jetzt zum Beispiel irgendwie den P-Tag und diesen P-Tag einfach ausgelöscht, dann steht eben dann bearbeitet. Dann habe ich am Ende schon mal mehr Informationen, das ist noch nicht veröffentlicht, aber es wurde schon mal dann gearbeitet. Und dann kann ich in dem Schritt, wenn ich dann der Freigaberedakteur bin, kann ich auch sagen, hier bitte an den Redakteur, der es gepflegt hat, wieder eine Nachricht schicken, kümmert dich drum. Ja? Mach mal die ganzen Umlaute richtig oder was auch immer. So, wir haben, also das gerne kann man alles nochmal in Ruhe lesen, was ich noch hier zeigen möchte, ist im Prinzip, wir haben hier oben dann, wenn wir das Modul freigeschaltet haben, Freigabeanfragen und wir haben vorher natürlich 2 Benutzergruppen zu definieren, die wir hier eben auswählen. Und dann wähle ich eben den, kann ich den Fallback-Redakteur auswählen, falls ich jede Freigabe halt vergessen habe, einen einzutragen. Dann ist auf jeden Fall automatisch halt ein anderer, den ich definiere. Ich kann spannenderweise natürlich sagen, ich kann mehrere E-Mails verschicken. Sag ja, Chef und Vorstand, die Marketingabteilung wollen alle wissen, ob der Bereich und so weiter. Und was noch spannend vielleicht ist, zu ignorieren die Inhaltselemente und zu ignorieren die Felder. In der Vergleichsansicht, das heißt, hier kann ich im Prinzip reinschreiben, was ich aus der Datenbank die Bezeichnung nehmen, was ich hier Content und so weiter, und kann dann eben ausschließen, dann werde ich die eben nicht
zeigt. Genau. Und damit lässt sich relativ leicht sowas abbilden, dass ich dann zumindest dieses nicht gleich live schalten kann. Also das ist eigentlich so ein bisschen was ungelöst ist und wo die ganze Diskussion ist, brauchen wir gar zu Workflow Management, das hieß ja, da müssen wir auch ein paar mit stecken. Und dann finden natürlich solche Themen im Vergleich, wenn wir jetzt sagen, wir gehen auf Symfony etc., die fallen dann halt hinten runter. Also ich fand zumindest schon gut, dass das Thema Backend-Design und Usability wohl in der 4-mal Thema sein wird. Da gibt es auch die ersten, die schon verdonnert wurden dazu. Genau. Ihr könnt jetzt schon klicken, da ist ja dann noch eine Raute davor. Weil aus einem Contao, Installation im Browser, auf einer Datei aus Dropbox und so, muss ich noch machen. Was ich eben auch anlege, was ich glaube ich für sinnvoll halte, ist natürlich für euch, auch die nicht dabei waren, sollten nachher diese Installation, die gibt es nachher als komplettes ZIP-Ding, kann ich mir entpacken, meine Datenbank eintragen und dann habe ich eben doch mal so einen Workflow eingerichtet und auch mal ein paar Benutzergruppen, sodass man das nicht alles hier nachbauen muss. Ja, damit sage ich danke und uns Prüfung. Ich würde Redakteuren ganz gerne Zugriff auf einen Editor auf CSS-Klassen geben. Das sieht ja derzeit so aus. Also man muss sich wirklich durch die meinst du mit dem Vierer? Ja. Durch die Menüs durchhangeln und als letzten Punkt gibt es dann eben diese CSS-Klassen, die man zur Verfügung stellen möchte. Das war sehr komfortabel mit der Topdown-Liste im vorigen. Deswegen gibt es ja auch Tiny-Miles Legacy. Die Lego ist aktuell gepflegt. Wenn ich die installiere, weißt du was? Ja, also das ist das kleinere Leiden, es so zu lösen. Dann gibt es einen Gist, wo ich in der Konfigurationsdatei was ändere, dann habe ich meinen Tiny-Miles die vor der Version 3. Also der große ist natürlich nicht schlecht, der große funktioniert halt mit diesem minimalen, responsiven Backend-Ansatz, wenn ich zusammenschiebe, dass das halt miteinander sitzt, dann passt es sich auch an. Wenn ihr den alten wieder einbaut, dann ist halt die Tabelle trotzdem so breit. Dann wird es da halt schwierig. Also der Punkt hat ziemlich viel Bericht bekommen. Ich habe mittlerweile jetzt auch noch 4 Installationen zurückgebaut. Das sind glaube ich noch 3, 4 oder 2. Und da ist noch der alte Tiny-Miles drin. Weil ja die Kunde gesagt hat, ich möchte halt pink und ich möchte das Ding markieren, wie es eingestellt wird. Das ist nicht mein Designprojekt, nennen Sie hier meine Referenz, da vergebe ich mir nichts. Es gibt, das ist ein Profil gewesen und ich weiß nicht, Cliff ist auch auf der Konferenz eingeschrieben. Kurz damit vom Cliffen, sagt euch vielleicht was? Oder alle, die mit EFG ein bisschen mehr machen mussten, da waren eher meistens auch durchaus ein Ansprechpartner. Der hat jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen eine Erweiterung vorgestellt zu Tiny-Miles, wo du alle Sachen, die du im Tiny-Miles 3.5 hattest, in der 4er-Version mit drin hast, wo du eben nicht durch 1000 Foren Posts durchklicken musst und sagen, oh ja, da ist beschrieben, kann man es wieder umbauen. Sondern erstellt quasi in einem Paket und konsequenterweise modern, also das heißt, ein Teil von uns steht nämlich auch ein, das sich nicht unterstützt, wenn er nicht alles mit Composer macht. Da heißt ja nicht ein Composer, aber nein, das Ding wird sich entwickeln, das wird auch tun, das klappt auch, wenn man halt so viele Sachen installiert, das habe ich auch gehabt mit Meta-Models und sowas, dann auf einmal ist das irgendwie alles abgeschlossen. Und wenn man da natürlich nicht immer derjenige ist, der das komplett auseinanderkriegt, sagt man halt, naja, wenn ich es anders brauche, das ERP oder manuell reicht es. Aber das ist eine Möglichkeit, wo ihr im Prinzip den aktuellen Tiny-Miles nachrüsten könnt mit all den Funktionen. Das, was du nennst, ist natürlich davon unbeeindruckt. Ich glaube, so 2 Argumente, glaube ich, auch einmal war es Leo, der sagt, ja, Tiny-Miles ist ja nicht Contao. Es ist richtig, es ist aber eine Entwicklersicht und nicht keine Perspektive aus Marketing- oder Branding-Themen. Ja, wo jemand sagt, ja, das muss tun. Das wäre doch ganz geschickt. Da kommen wir ja zum Beispiel jetzt bei dem Thema CSS und Einbindung langsam dahin.
Da hat, glaube ich, auch der Jannik was gemacht, dass er gesagt hat, Leute, wir nehmen kein internes Contao-Framework, sondern wir klicken alle und sagen hier Foundation, Bootstrap, einklicken, fertig. Also das ist so das, wo ich sage, das müsste die große Vision sein. Und auch zu sagen, eigentlich gesagt, ich will Aloha als Rich-Text-Editor haben oder ich will diesen FCKW den verwenden. Das wäre sicherlich ein Ziel. Was in der Regel zielführend ist, ist ein steter Tropfen, Höhle in Stein. Das kann noch mal 2 oder 5 Jahre dauern. Aber die hat neulich jemand auch gesagt, ja, ich würde mich gerne engagieren, das sage ich, diese Energie, die du jetzt hast, verteile auf 5 Jahre, dann kommst du vorwärts. Das ist die Erfahrung aus dem Projekt, ich bin ja erst ein Jahr dabei. Also insofern auch da ist durchaus Tickets schreiben, sich mit dem GitHub anfreunden oder zumindest im Forum das posten, ne? Weil im Forum sind auch eine Menge Leute dabei, die sagen, naja, wenn ich jetzt nicht wirklich Entwicklung als meinen Schwerpunkt habe, dann will ich mich eigentlich auch noch mit GitHub und irgendwas beschäftigen und wieder gucken, wie geht das und was ist da. Dann gibt es die einen oder anderen, die auch sagen, naja, also diese Info im Forum, die schreibt dazu, dass sie irgendwo in GitHub auftaucht, weil die Entwickler lesen in der Regel nur GitHub. Aber deswegen eben als Anlaufstelle auch das Forum oder halt auch mal, auch das Leute halt direkt anschreiben und sagen, du, das habe ich gesehen. Einer, der hat auch jetzt geschrieben, ja, die News, die rauskam für Contao 4, die ist super, aber die ist völlig technisch. Da fange ich als normaler Endanwender erstmal nichts mit an. Ne? Und kann man das nicht benutzerfreundlich schreiben? Und man sagt, ja, es gibt auch 3, 4, die ich kenne, die eigentlich schon sehr in den Tiefen drin sind und links sind auf dem Server installiert. Und das ist Domain Factory, also nicht ein, wo ich mir sage, jetzt habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber das, da ist mein Stichpunkt Flurfunk, auch so Veranstaltungen wie heute mitzukriegen, wer macht wie was, wo kann man mal nachhaken. Das zeigt sich halt immer wieder. Da wo dann jemand sagt, der muss ja nicht einen Pull-Request stellen auf GitHub, oder wenn es im Forum zum Beispiel ist, das ist bekannt, da gibt es schon eine ganze Menge Leute, die sagen, komm, wir verlagen das hier auf GitHub etc. Also das, aber gerade deswegen jetzt auch nochmal zu dem Thema Benutzergruppen, Benutzerrechte mit Easy ist, Exclude, würde ich mal vermuten, können alle unterschreiben, dass das ein Mehrwert ist. Oder? Darf ich das euch so unterstellen? Nein, geht einfach nur darum, dass man einfach da jetzt guckt, aktiv zu sein und zu sagen, okay, ich mache nochmal auf dem Ding hier eine Möglichkeit auf der Website, dann macht nur unten, schreibt eine Mail. Das ist super, aber auch die Idee, was ich mit dem Export von Benutzergruppen etc. das muss halt vorbereiten. Dann kommt vielleicht halt erst in der Version 5, wobei ja die Version jetzt schneller kommt, wenn wir heute Morgen lernen. Aber das wäre eben so ein Punkt. Weil oft ist es eben so, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Entwickler seid oder sowas, das erscheint eine Erweiterung, das sagt, oh super, in der hatte ich auch gerade bearbeitet. Also auch einen eigenen. Und das gab es schon relativ häufig. Das heißt natürlich, die Energie bündeln ist natürlich sinnvoll. Und deswegen immer auch dieser Austausch. Erst letzte Woche sagte jemand zu mir, naja, könnte man nicht mal eine Seite einrichten? Das heißt, könnte, ist konditional und wo wir einfach mal eine Auflistung kriegen, welche Erweiterung gibt es im ER, welche gibt es auf GitHub, welche gibt es über Packages, dass wir eben mal alles haben. Aber das wird relativ schwieriger, weil es sich auch immer weiterentwickelt. Bei der Erweiterung CE-Section weiß ich nicht, wie sie sich weiterentwickelt. CE-Access läuft, glaube ich, seit 2.9.5. Also da, wenn man jetzt 42 draufdrückt, kann man in der Regel davon ausgehen, mit diesen Funktionen kann man auch in Zukunft Projekte kombinieren. Meine Erfahrung. Das RMS wird auch soweit noch weit gepflegt. Da gab es 3 Finanzierungspartner dafür. Und wie gesagt, ich empfehle euch, falls ihr nicht morgen einen anderen Vortrag habt, wo ihr hin wollt, das mit dem Workflow-Management von David, weil der hat 2 Erweiterungen gemacht. Und die eine ist im Prinzip das, was hier die RMS macht, und das zweite ist, dass ich auch komplette Workflows komplexer definieren kann. Er hat mir nur gesagt, weil er geschrieben hat, du hast ja mal gesagt, das ist eine Hilfsklasse, das ist keine Erweiterung. Ja, weil das findet sich auf GitHub, und du kannst das irgendwo reinladen, das passiert halt nichts. Dann nennen wir das nicht, dann bist du nicht. Er sagt dann, die Seite wäre flexibler. Mit flexibel kennen wir uns bei Contao aus. Also das heißt, wir kommen immer irgendwie zum Ziel, weil alles irgendwie geht, aber was der richtige Weg ist, ist halt nicht immer einfach. Ja, damit würde ich
Oder gibt es noch sonst noch Fragen? Also wenn die jetzt nicht gibt, ich bin bis Montag da. Bei hier geht um 20:35 Uhr ab Hamburg. Nein, also wie gesagt, gerne ansprechen, auch wie gesagt, uns nach der Konferenz, das Forum oder direkt. Oder es gibt ja noch eine neue Adresse, nochmal eine neue Contao-Domain, die das neue Jahr ausgegeben hat. Gut, besten Dank.